Bedingte Anweisungen und Verzweigungen sind die Grundlage jeder Programmiersprache. Wenn du in Zukunft noch mehr Informationen über Programmiersprachen und Softwareentwicklung haben möchtest, abonniere gerne den Kanal und du bekommst regelmäßig Updates. Fangen wir an mit den bedingten Anweisungen. Im Deutschen kennt man das Ganze vielleicht unter wenn, dann, sonst. In den Programmiersprachen, die in der Regel Englisch sind, if, then, else. Mit dem if wird quasi die Bedingung überprüft, then ist der Teil, der dann ausgeführt wird, also der Dann-Teil. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, wäre zum Beispiel ein Besuch bei eurem örtlichen Club, wo der nette Türsteher bereits auf euch wartet. Du kommst hier nur rein, wenn du 18 oder älter bist. Die Anweisung von dem Türsteher lässt sich übersetzen in die Bedingung, wenn das Alter größer oder gleich 18 Jahre alt ist, dann öffnet er für euch die Tür. Beziehungsweise das Ganze lässt sich noch vereinfachen, wenn ihr einfach auf größer 17 prüft, weil dann die 18 quasi der erste Wert ist, der möglich ist in dieser Bedingung. Das Ganze hier nochmal exemplarisch im C-Code bzw. im PowerShell-Skript. Eine weitere Möglichkeit von den bedingten Anweisungen ist die Verzweigung von diesen Anweisungen. Ihr könntet zum Beispiel auf die aktuelle Uhrzeit testen und dementsprechend verschiedene Grußformeln haben. Beispielsweise wäre eine Prüfung auf die aktuelle Uhrzeit kleiner 12 Uhr. Dann würdet ihr die Leute mit Guten Morgen begrüßen. Nach 17 Uhr, also 18 Uhr bis 24 Uhr, mit Guten Abend. Und ansonsten würde als Standardgrußformel Guten Tag gesagt werden. Auch das Ganze hier exemplarisch nochmal im C-Code und im PowerShell-Skript. Besondere Variante davon ist das Switch Case. Mit dem Switch wird die Bedingung abgefragt und Case sind die einzelnen Möglichkeiten, die dann passieren können. Beispielsweise, wenn wir auf den Wochentag prüfen, die ersten 5 Wochentage sind dann die Wochentage und die letzten beiden sprechen das Wochenende. Das Ganze auch wieder im C und im PowerShell. Und damit habt ihr jetzt die Grundlagen von bedingten Anweisungen und Verzweigungen kennengelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Bis demnächst.